und willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Streletz. Immer noch aus meinem Wohnzimmer, das auch weiterhin in der russischen Botschaft steht. Und immerhin wird man hier nicht mit Knochensägen klein gesägt, sondern nur mit viel zu viel Wodka eingelegt, um erst danach im Keller von Wladimir Putin höchstpersönlich zersägt zu werden. Schön, dass er wenigstens ein Hobby mit Mohammed bin Salman teilt. Hashtag Sägebuddies. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf Sputnik V. V für Vaccine oder Victory oder Wladimir oder V wie Vendetta. Oder V wie verfickte Überraschung. Denn während die Welt noch an einem Impfstoff gegen Covid-19 forschte, überraschte Russland alle schon im August letzten Jahres mit einem eigenen Impfstoff. Sputnik V soll die Menschheit retten vor dem Coronavirus aus der Pandemie. Ab Oktober will Russland flächendeckend impfen. Zuerst Ärzte, dann Lehrer. Und ein Staat, der von Öl und Gas lebt, würde in neue Sphären katapultiert, wenn der Impfstoff wirkt. Heute Morgen ist der erste Impfstoff gegen die Coronavirus-Infektion zugelassen worden. Ich weiß, dass er ziemlich effektiv funktioniert und eine stabile Immunität herstellt. Und ich wiederhole, er hat alle notwendigen Überprüfungen durchlaufen. Das glaube ich jetzt nicht so recht. Denn es zeigte sich recht früh, dass Russland es mit der notwendigen Überprüfung nicht ganz so wissenschaftlich genau genommen hat. Was aber total okay ist, weil sich niemand in Russland getraut hat, Wladimir Putin zu widersprechen. Denn neben der Produktion von Sputnik V läuft auch die Produktion von Polonium seit Jahren in Russland auf Hochtouren. Jedoch hat sich mittlerweile gezeigt, dass auch Sputnik V einen guten Schutz vor einer Covid-19-Infektion bietet. Wenn man denn den guten Stoff bekommen hat und nicht den schlechten, aber dazu später mehr. Entwickelt wurde Gamkovid-Vac-Leo, was sein Rappername auf den Straßen von Moskau ist, vom Moskauer Gamaleya-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie als sogenannter Vektorimpfstoff. Was ist ein Vektorimpfstoff? Ein ganz normaler Impfstoff, der in einem festgelegten Vektor in den Oberarm oder auch wahlweise in den Hintern, manche in Niedersachsen stehen halt da drauf, gespritzt werden muss. Und bei dieser Vektorimpfung transportieren ungefährliche Viren die Baupläne für sogenannte Spike-Proteine, benannt nach Spike Lee, in den Körper, mit denen der Erreger SARS-CoV-2 an menschliche Zellen andockt. Das Immunsystem aber erkennt nun das eingeschleuste Erbgut als Fremdkörper und bildet selbst Antikörper und spezifische T-Zellen, die wiederum benannt wurden nach Mr. T, denn die hauen alle bösen Sachen weg, haben aber Angst vor Flugreisen. Zudem werden bei Sputnik V für die ersten Zweitimpfungen sogar zwei verschiedene sogenannte humane Adenoviren verwendet, die dadurch den Impfschutz von Sputnik V sogar noch erhöhen. Nämlich zuerst RAD26 und dann RAD5. Und wer jetzt Bingo ruft, hat genau das, nämlich einen Covid-19-Impfschutz. Aber selbst heute, knapp 9 Monate nachdem es präsentiert wurde, fehlen größtenteils noch immer die wissenschaftlichen Daten über Sputnik V. Zwar wurden bereits im September 2020 die Ergebnisse der Phase 1 2 Studien im britischen Fachmagazin The Lancet veröffentlicht, jedoch nahmen an der zweiten Studie nur 38 Probanden teil. Und wie der Zufall es wollte, wiesen alle 38 russischen Probanden den exakt gleichen Antikörperspiegel im Blut auf. Was ungefähr genauso wahrscheinlich ist, wie dass alle 38 Probanden gleichzeitig von einem Blitz getroffen und noch im Lotto 6 Richtige hatten. Komm schon, Russland. Wenn man schon wissenschaftliche Studien fälscht, dann doch bitte mit etwas mehr Einsatz. Hätten die russischen Trolle bei der US-Wahl 2016 genauso wenig Motivation gezeigt, wie hätten heute Pepe the Frog als US-Präsidenten, der übrigens hier genau weiß, was du gestern Nacht im Internet angeguckt hast. Nur waren die nicht eingereichten wissenschaftlichen Unterlagen auch der Grund, warum die Europäische Arzneimittelagentur EMA Sputnik V nicht in Europa zulassen konnte, während die Impfstoffe von BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson und Moderna diese Zulassung bekamen. Okay, bei AstraZeneca hätte man vermutlich als EMA doch mal etwas genauer hinschauen können, gerade nachdem es immer häufiger Berichte zu auftretenden Sinusvenenthrombosen bei Frauen kam. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit
einer Sinusvenenthrombose nur bei 2 bis 3 Fällen auf 1 Million auftritt, hätte man es sich einfacher machen und mit AstraZeneca noch Männer verimpfen können und Frauen einfach nur noch mit BioNTech. Denn bei rund 300 Millionen Europäern und dabei weit über 150 Millionen Europäerinnen könnten an Sinusvenenthrombose immer noch 300 bis 450 Frauen sterben. Was sicherlich nur eine kleine Zahl ist, aber nicht für die, die dadurch ihre Mutter, ihre Frau, ihre Freundin oder ihre Tochter verlieren. Komm schon, Ema, ein bisschen mitdenken kann nie schaden. Nur gerade wegen der schleppenden EU-Impfstoffbesorgung haben Länder wie Ungarn und auch die Slowakei schon Anfang des Jahres Sputnik V bei sich per Notfallzulassung zugelassen. Ohne EMA-Zulassung hat die Slowakei den Impfstoff in Russland bestellt und zweifelt aber nun an der Qualität der gelieferten Dosen. Sie wurden noch nicht durch die Kontrollbehörde freigegeben und werden möglicherweise wieder nach Russland zurückgeschickt. Und diese Sputnik-V-Lieferung hat in der Slowakei zudem noch eine Regierungskrise nach sich gezogen, sodass der Ministerpräsident Igor Matovic, der Sputnik V ohne große Absprache einfach gekauft hatte, zurückgetreten ist. Wobei er jetzt auch nicht so wirklich zurückgetreten ist, da er einfach nur seinen Job als Ministerpräsident mit dem des stellvertretenden Ministerpräsidenten und Finanzministers Eduard Heger getauscht hatte. Quasi ein Freaky Friday auf Slowakisch. Nur um dann als stellvertretender Ministerpräsident nach Moskau zu fliegen und nicht etwa die 200.000 fragwürdigen Dosen Sputnik V zu monieren, sondern in Moskau nun über das eigene Institut für Arzneimittelkontrolle zu lästern, weil das nicht die 200.000 fragwürdigen Dosen von Sputnik V zugelassen hatte. Und ich weiß nicht, wie oft Angela Merkel in den letzten Monaten schon morgens vor dem Spiegel stand, natürlich im Morgenmantel, in dem sie für ihr Alter immer noch verdammt gut aussieht und sich dachte, warum kann ich nicht meinen Scheißjob auch mal mit dem von Olaf Scholz tauschen? Das wäre nur mehr als fair. Und wiederum mehr als unfair fanden viele von uns auch, dass sie wegen der festgelegten Impfreihenfolge nicht sofort gegen Covid-19 geimpft werden konnten. Allerdings bot sich denen mit Sputnik V nun eine alternative Impfmöglichkeit. Heinz-Gerd Pinkernell ist Anwalt aus der Hamburger Neustadt und möchte sich impfen lassen. Am besten sofort. Er ist aber erst 50 und damit in Deutschland noch nicht dran. Im Internet hat er ein Angebot entdeckt, das ihm seine Freiheiten wieder ermöglichen soll. 2-mal Hin- und Rückflug nach Moskau, 2 Impfungen und Hotel für knapp 2.000 €. Impfung im Hotel. Danach gibt's eine Bescheinigung. Aber ob sie mit einem nicht zugelassenen Impfstoff auf Freiheiten hoffen könnten, noch unklar. Und es gibt wohl nur noch 2 schlechtere Orte, an denen man geimpft werden kann. Das ist zum einen auf einer öffentlichen Bahnhofstoilette, obwohl da genügend Spritzen rumliegen, was den Materialeinsatz verringern würden. Und zum anderen ist das in einem verfickten Hotel. Wie bekloppt muss man eigentlich sein? Klar, wer Geld hat, kann sich so schneller impfen lassen. Nur wer sagt denn bitteschön, dass das nicht eine Kochsalzlösung war, die dort gespritzt wurde und dass das Zertifikat nur aus einem Drucker kam? Und wer glaubt damit bei uns Freiheiten zu bekommen? Mit einem Zertifikat, das definitiv 99,9% der Menschen nicht einmal lesen können, geschweige denn verstehen. Vielleicht wurde einem da auch nur ein Doktortitel einer russischen Universität verliehen. Oder es war ein Dankeschreiben dafür, dass man der 1 Millionste Hotelgast war, bei dem seit der Öffnung die Handtücher im Bad nicht gewechselt wurden. Nur Russland ist damit noch nicht einmal alleine. Strand, Karibik, Mojitos und Impfstoff. Mit diesem Werbespot lädt Kuba alle Ausländerinnen ein, sich zwischen 2 Sonnenbädern eine Injektion des kubanischen Impfstoffs Soberana, der sich noch in der Testphase befindet, spritzen zu lassen. Sie müssen nur für ein paar 100 Franken ein Rückflugticket buchen. Und noch nie habe ich so beschwingt Fuck mir gesagt. Immer gut Medikamente zu nehmen, die sich noch im Versuchsstadium befinden, ist ja noch nie schief gegangen. Aber bei der Musik kann das ja nur gut gehen. Nur schauen wir jetzt am Ende noch einmal auf Russland selber und sein Sputnik V. Da es dieses seit August 2020 schon gibt, könnte man nun annehmen, dass Russland weit vorne liegt bei den Impfen seiner eigenen Bürger. Denn wir konnten bei uns ja gerade einmal im Januar anfangen und das mehr als schleppend. Und während wir heute bei um die 50% Erstimpfungen liegen, liegt Russland bei um die 10% Erstimpfungen seiner Bevölkerung. Und das liegt nicht nur
an Sputnik V. Viele Russinnen und Russen glauben weder an die Existenz von Corona noch an die Wirksamkeit einer Impfung mit Sputnik V. Ich würde mich nicht mit diesem Impfstoff impfen lassen. Ich vertraue ihm letztendlich nicht. Letzte Woche ließ sich auch Präsident Putin impfen, allerdings ohne Kameras, und es wurde auch nicht bekannt gegeben, mit welchem der russischen Impfstoffe. Es war einer unserer 3 Impfstoffe. Ich habe das mit meinen Kollegen nicht diskutiert oder besprochen. Sie wissen es auch nicht. Nur der Arzt, der ihm den Schuss gab, weiß es. Und dieser Arzt arbeitet heute freiwillig in einem Gulag in Sibirien. Für Wladimir Putin war Sputnik V nicht ein Impfstoff, um sein eigenes Land vor Covid-19 zu schützen, sondern eine außenpolitische Waffe, mit der er hoffte, gerade in Osteuropa die ehemaligen Staaten des Warschauer Pakts doch ein bisschen von der EU abzuspalten. Und das, indem er ihnen zeigte, dass der alte sowjetische Sugar Daddy ihnen gerne hilft, wenn es die olle Uschi aus Brüssel nicht kann. Nur leider hat er dabei wieder die klassischen sowjetischen Standards vergessen und anstatt nun das hochwirksame Sputnik V diesen Staaten zu liefern, um damit ordentlich zu punkten, wurde nur das gepanschte Sputnik geliefert. Nur Sputnik V ist für viele Länder immer noch die erhoffte Chance im Kampf gegen Covid-19, egal ob es der gute Stoff ist oder nur ein ähnlicher. Weil diese Länder ansonsten keine Chance hatten und noch haben, an ausreichend anderen Impfstoff zu kommen. Weil vor allem wir den zuerst bekommen haben. Und das ist nun die Stelle, wo wir wieder ins Spiel kommen. Denn nun, wo wir selber genügend Impfstoffe haben, können wir das Richtige tun und diesen mit dem Rest der Welt teilen. Denn nur so kommen wir alle aus dieser Krise raus. Und dann können wir alle zu dieser Musik auf Kuba tanzen oder zu Hause ist immer noch sicherer. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit einer neuen Ausgabe der Lately News. Bis dahin, gute Nacht und viel Glück da draußen.